So, da bin ich wieder mit einem neuen 7 Days and 7 Looks Video mit Outfits für den Frühlingsbeginn. Ich starte optimistisch mit einem Rock-Outfit. Ich habe hier einen blauen Midi-Rock von COS und als nächstes ziehe ich einen Seiden-Mesh-Top mit Rollkragen von Cortana über. Um ehrlich zu sein, lag das Top schon ewig lange im Schrank bei mir rum, bis mir die Inspiration für dieses Outfit kam. Dann kommt ein Kaschmir-Pullover mit V-Ausschnitt von Enine Bing drüber. Und die Ärmel werden gekrempelt, so dass das Mesh rausguckt. Die Inspiration hierzu lieferte die neueste The Row Show. Das Outfit ist eigentlich schon mehr eher ein Nachstyling als nur inspiriert davon, wenn ihr euch den Look mal von der Show anschaut. Jedenfalls binde ich mir die Haare zusammen. Das gefällt mir mehr beim Rollkragen. Die Slingback-Pumps sind von Massimo Dutti. Und die Tasche ist von Celine. Sie hat auch Henkel, aber in diesem Outfit trage ich sie als Klatsch. Und fertig wäre das erste Outfit. Eigentlich ein unkompliziertes Layering mit dem Mesh. Da hätte man eigentlich auch echt selbst drauf kommen müssen. Den oberen Teil vom Outfit hatte ich so bereits auch zu Jeans an. Echt cool, um ein ganz simples Outfit ein wenig interessanter zu machen. Ja, das ist der Montag. Und weiter geht's mit Dienstag. Hier beginne ich mit einer Leggings von Leluns. Dazu kommt ein schwerer Strickpullover von Arket mit einem etwas größeren Rundhalsausschnitt. Als Schuhe kombiniere ich die schwarzen Chanel Ballerinas dazu. Und dann diesen Blazermantel von Philippa K. Als Tasche habe ich hier eine Pre-Love-Tasche von Longchamp mit Krokomuster, die dem Outfit nochmal eine weitere Textur geben. Das Outfit ist nämlich ganz offensichtlich all black, ganz simpel, bequem und auch schick. Und dann hat es hier die verschiedenen Texturen und Materialien, damit es trotz dieser Einheitsfarbe nicht zu eindimensional aussieht. Also ich liebe ja All-Black-Outfits, da kommt man hier nicht drum herum auf meinen Kanal. Zuletzt noch eine Sonnenbrille von Gentle Monster und geschlossene Haare. Das ist ein Look, wo ich mich in quasi einfach nur Leggings und Pulli gut fühle und gut angezogen fühle. Im Mittwochsoutfit trage ich zunächst ein weißes gestreiftes Hemd oder eher eine Bluse von Remain. Dazu kommt ein schwarzer bodenlanger Rock von COS. Kein flowiger Rock, sondern ziemlich straight. Dazu kombiniere ich Sandalen, das sind hier Flip-Flop-Heels von Totem, aber Hauptsache einfach offene Schuhe mit Absatz quasi. Das Hemd knöpfe ich komplett zu und binde mir noch eine Krawatte um, die ich hier so mittig ins Hemd stecke. Bei der Tasche halten wir es klein und etwas softer. Ich finde die 90s Bag von The Row da ideal. Das Outfit ist eher was für abends, so für eine Veranstaltung oder so, wo man Lust hat, ein bisschen mit diesem Corporate Look zu spielen. Und ja, ich finde das cool. Es ist eigentlich auch wieder simpel und nichts Wildes. Man muss nicht viel an sich rumzuppeln. Aber ja, man hat ein cooles, interessantes Outfit an, in meinen Augen. Donnerstag startet mit einem beigen Strickpullover von Reformation. Der hat einen geraden Ausschnitt und einen sehr breiten, engeren Bund. Dazu kombiniere ich eine graubraune Hose von Paloma Wool. Und schwarze Boots von Kate, die diese leicht spitze Form haben. Als Tasche haben wir hier eine Vintage Chanel Tasche. Das East-West-Format, die kurzen Henkel und die silberne Hardware sind meine Gründe für die Taschenwahl in diesem Outfit. Da könnte man also zu einer Tasche greifen, die die ähnlichen Merkmale haben.
Also das ist ja generell so bei meinen Outfits, ein bisschen Inspiration für so Strukturen und Materialien und Formen. Es muss nicht immer genau das exakt gleiche Teil sein. Dann kommt hier noch eine Jacke drüber, denn noch gibt es die Tage, die ein bisschen kälter sind. Hier hätten wir eine schwarze Jacke von H&M mit diesem fluffigen Kragen bzw. bunt. Optional könnte man dazu aber auch einfach eine lange Jacke oder Mantel tragen, wie zum Beispiel den langen Blazer von Philippe K. Das ist quasi ein bisschen safer und ja, so wie ich das wohl die meiste Zeit kombiniert hätte. Und damit hätten wir das Outfit für Donnerstag. Das erste Teil am Freitag ist eine weiße Hose von Riem. Schon mal als Vorgeschmack auf ganz frühlingshafte Outfits. Dazu dann ein graues T-Shirt von Edited und einen grauen Sweater von Adanola. Ich halte das Outfit super, super casual. Normalerweise würde ich mit der weißen Hose schnell in die schicke Richtung gehen, hier aber ja eher weniger. Aber die Accessoires halten die Waage. Einmal wären das schwarze Boots von The Row und die Re-Edition 1995 von Prada wegen dem Lackleder und der kantigen Form. Naja gut, irgendwie ist es doch irgendwie schick, nur eben mit einem Sweatshirt. Hier kommt jedenfalls noch eine Jacke drüber. Das hier ist ein Herren-Carcoat von Arket. Übrigens, die Hose habe ich noch nicht anpassen lassen, damit ihr euch nicht wundert. So wie sie ist, berührt die Hose nämlich, anders als wie ich die Hosen ja sonst trage, den Boden und ist damit zu lang. Die muss ich jedenfalls noch zur Erinnerungsschneiderei bringen, bevor der Frühling richtig da ist. Wir sind aber auch fast fertig mit dem Outfit. Ich setze hier noch einen Hut auf, der ist schon etwas älter und von COS. So ein Buckethead, aber ich glaube, diese Art von Hut hat noch einen anderen Namen, der mir gerade nicht einfällt. Das ist jedenfalls das Freitagsoutfit. Da wären wir nun bei Samstag und ab hier bin ich leider beim Film mit dem Finger auf die falsche Linseneinstellung gekommen, ohne es zu merken und habe es dann erst beim Schneiden gesehen und deswegen hat das Video leider so eine schlechte Auflösung. Naja, jedenfalls trage ich hier ein T-Shirt von Philippe K., Hose von Uniqlo und Loafers von Arket. Dann ziehe ich einen Rollkragenpullover von COS über, der ist weich und cozy. Als Tasche habe ich die Agnes Bag von The Row. Und ja, das ist das All-Black-Outfit Nummer 2 in diesem Video. Und das habe ich so auch bereits schon an einem sonnigen Tag tragen können, ohne Jacke drüber. Und ja, es war sehr schön, ohne Jacke mal wirklich unterwegs zu sein. Und apropos Sonne, da fehlt noch eine Sonnenbrille. Hier trage ich eine Vintage-Sonnenbrille von Gucci. Eine Sonnenbrille mit etwas breiterem, größerem, aber rechteckigen Rahmen ist hier also meine Wahl. Und zu guter Letzt haben wir den Sonntag. Wir starten tatsächlich mit einem Pyjama. Das hier ist eine graue Pyjama-Hose von Arket und dazu ein lockeres Longsleeve von The Slow Label. Darüber ziehe ich dann einen Half-Zip-Pullover von COS an. Bis jetzt war alles super cozy und bequem für zu Hause. Das sieht aber gleich anders aus mit den letzten Teilen. Mit den Pumps von Massimo Dutti und der Tasche von Longchamp und letztlich dann noch mit diesem hellgelben Wildledermantel von Massimo Dutti. So geht's quasi direkt von der Couch ins Café zum Beispiel, ohne den Pyjama auszuziehen. Und damit sind wir auch durch mit meinen 7 Days and 7 Looks. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, vor allem trotz dem Qualitätsverlust am Ende. Lasst mir gerne einen Kommentar und Like da, um meinem Kanal zu helfen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!